Lukas Nuss TV vor Ort, mal wieder in der Frankenmetropole in Nürnberg. Nürnberg, natürlich, wer Pfeifen kennt, Pfeifentabak liebt und das Pfeifenrauchen schätzt, der weiß, dass wir bei der Firma Pfauen sind. Pfauen in diesem Jahr 175 Jahre alt und genau das ist so ein bisschen das Thema auch unseres heutigen Tages, Around the World. Das ist nicht das Thema unseres Tages, sondern ist das Thema der aktuellen Präsentation des Hauses Pfauen im Frühjahr, Sommer 2023. Around the World, der Mann hinter Around the World ist natürlich Martin Ramsauer. Hallo Martin. Peter, hallo, grüß dich. Schön, dass du ins Frankenland wieder gefunden hast. Das ist schon, glaube ich, länger her, wo wir uns in Nürnberg getroffen haben. Und wir werden heute Around the World schauen. Ich meine, letzten Endes geht von hier aus, das stimmt ja wirklich, die Ware, unsere Produkte überall in die ganze Welt. Und den Beginn, den Start, den werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Also wir gehen Station für Station hier durch das Haus und wir werden natürlich die 5 neuen Pfeifen, die auf den Markt gekommen sind, besprechen und gleichermaßen auch nochmal auf den Pfeifentabak, den ihr jetzt einschiebt, eingehen. Also, los geht's. Ja, nun sind wir in den Heiligen Hallen angelandet, die du angekündigt hast, Martin. Und in die Heiligen Hallen wollen wir uns erstmal mit der Jahrespfeife, das ist ja üblich, dass man mit der Jahrespfeife anfängt, beschäftigen. Die Jahrespfeife hat etwas ganz Besonderes, nämlich 2 Kreuze. Und du wirst uns jetzt zeigen, wie die beiden Kreuze auf diese Pfeife kommen. Du hast dir viel vorgenommen. Ja, also die gekreuzten Pfeifen ist natürlich ein Merkmal unserer Jahrespfeifen. Und wie die reinkommen, wie die entstehen, wie das genau gemacht wird, genau nicht, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das besser machen wie ich, aber genau das schauen wir uns jetzt im Ansatz an. Das möchte ich kurz mal vorstellen, dass man dementsprechend auch sieht, wie das im Ansatz eigentlich gemacht wird. Wir bleiben in deiner Nähe. Ja, ich habe extra schon aufgestrickt. Diese gekreuzten Pfeifen bei unserer Jahrespfeife bestehen aus Sterling Silver und werden in Manufaktur Uhrmacher Handwerksart eingelegt und im Radius, ich mache das mal schnell, gebogen da braucht man eben die Pinzette, letzten Endes dann bei dem Mundstück, das auch eben schon vorgearbeitet wurde und mehr oder weniger das Negativ bildet, als Basis zu dienen, um die gekreuzten, ich probiere das einmal, ich muss noch mal umgreifen, einzusetzen und dann hier das dann einzukleben, wird dann noch verschliffen und zum Schluss poliert. Und man kennt es im Handel natürlich so, das ist dann das fertige Produkt. Das Merkmal der Jahrespfeife bei Pfauen. Nicht nur in diesem Jahr, sondern seit vielen, vielen Jahren. Ja, seit vielen, vielen Jahren überlegen wir uns ja immer wieder neue Formen, neue Ideen und die diesjährige Jahrespfeife ist auch mit einem dänischen Charakter angehaucht. Sehr fließende, sehr klassische Formen und wir haben hier jetzt einen Arbeitsschritt von vielen gesehen, das immer wieder eben in kleinen Schritten zu einem Modell gebildet wird, das dementsprechend dann hoffentlich für Freude sorgt. So, gehen wir einen Schritt weiter. Na Martin, 15 Schritte weiter, nächste Station. Basic Nature, eine Serie, die was ganz Besonderes mit sich bringt, nämlich eine perfekte Unperfektheit. Wie schafft man das? Natürlich mit einem natürlichen Grundstoff, zunächst mal das Brärholz. Das wirkt schon zumindest sehr natürlich. Hier zum Beispiel haben wir die Basic Nature vor ihrer Verwandlung eigentlich. Das heißt, wir haben hier eben eine glatte Pfeife, die auch mit dem Mundstück schon verarbeitet wurde. Und jetzt kommt es eigentlich zu der eigentlichen Sandstrahlung. Und hier möchte ich bloß eben unser Sandstrahlgerät zeigen, weil wir hier einen relativ feinen Sand, darf ich dir das kurz zeigen, das ist ein relativ feiner Sand. Das ist ein Keramiksand, den man eben aus dem Zahntechnikbereich kennt, der sehr filigrane Arbeiten ermöglicht. Und das ist wirklich eine reine Handarbeit, wo sehr viel Talent, sehr viel Hingabe, sehr viel Ruhe auch notwendig ist, weil man wirklich diese weichen Stellen
ganz vorsichtig herausarbeiten muss, um eben dann dieses Reliefartige zu erreichen. Und das ist dementsprechend auch genau dieses Talent, das man braucht, um eben die Strahlung nicht kaputt zu machen, um eben die Maserung nicht kaputt zu machen, sondern wirklich das herauszuarbeiten und um dem Ganzen noch dementsprechend einen gewissen Glanz in Anführungszeichen zu verleihen oder Intensität, ist das dann in der finalen Fassung eben dann nochmal geölt, wo wir hier auch dann diese Sandstrahlung nochmal intensiver sehen, aber natürlich mit dem ursprünglichen, natürlichen Look. Und das ist dementsprechend hier der Ort der Verwandlung, wie dementsprechend unser Basic Nature dann entsteht. Das heißt, das sind Mitarbeiter, die sich in dieses Produkt richtig eingearbeitet haben. Und das sind ja Koryphäen eigentlich, oder? Ja, das sind wirklich Talente, die da irgendwie schlummern in den Leuten. Wir haben jetzt eben auch wieder einen jungen Burschen bekommen, der da wirklich Spaß und Freude dran hat, sich da wirklich der Optik zu widmen. Und man sieht eben auch hier dementsprechend dann die Ergebnisse rauskommen. Und es macht wirklich Freude, auch den Leuten zuzuschauen. Und wie gesagt, diese Modelle, diese Besonderheiten kann man natürlich nur mit einem tollen Team machen, das mit Hingabe und Freude jeden Tag eigentlich da mitarbeitet. Und deswegen entstehen bei uns in Nürnberg solche Meisterwerke eigentlich. Dann wünsche ich dir weiter ein glückliches Händchen dabei. Ja, vielen Dank. Und zum nächsten Schritt. Auf alle Fälle, gehen wir los. Ja, das waren jetzt 250 Meter und das ist jetzt der Wachsblock, hinter dem ich den Martin finde. Martin, die Royal wieder auferlebt. Eine Serie, die es ja schon mal gab in eurem Hause und jetzt so mit ganz bestimmten Bedingungen wieder in den Markt hineingeschoben. Und du zeigst uns jetzt im Wachsblock, was es so mit der Royal auch auf sich hat. Genau, also es war die letzten Jahre immer wieder mal die Rückmeldung vom Handel, von Endkunden, dass wir eben klassische Modelle in einer Serie wie die Royal in klassischen Formen, klassischen Applikationen, auch klassischen Oberflächen wieder eben aufleben lassen. Und da haben wir uns natürlich eben auch in der Serie das überlegt, dass wir eben in der Richtung wieder was machen. Und die Serie Royal ist eine relativ große Serie, die es eben in Weißpunkt glatt gewachs gibt, in einem klassischen schwarz-sandgestrahlten Thema eigentlich und zum Schluss eben dann eine Standardvariante, wie es eben auch dementsprechend das Serienthema verkompliziert. Und das, wie das beim Wachsen ist, möchte ich bloß kurz zeigen, weil es nicht immer klar ist. Es gibt ja einige, die sagen, ja, da gibt man Wachstub da mit drauf und dann macht man da ein bisschen irgendwie ganz einfach. Dann was ist. Und eigentlich ist es eben so, dass man zunächst mal das Wachs nicht auf die Pfeife, sondern eben das Wachs auf die Scheibe aufträgt, bis eben dann diese Wachsscheibe entsprechend Wachs aufgenommen hat. Das Temperaturthema ist natürlich immer ganz wichtig. Beim Auftragen auf der Pfeife, auf der einen Seite muss man natürlich die Gleichmäßigkeit beachten, dass das Wachs komplett gleichmäßig aufgetragen ist und dass das eben von der Temperatur nicht zu heiß wird, weil es im Prinzip ja eigentlich keine Politur ist, sondern eben ein Wachsfinish, weil diese Wachsschicht ja das Letzte ist, was im Prinzip auf der Pfeife aufgetragen ist. Spannend. Vom Wachsblock zur Flatteranlage. Genau, da flattert es. Nicht nur die Hose. Das ist mir gerade nicht aufgefallen. Aber hier gibt es die Ranger. Ja. Also Ranger, denke ich mal, das ist so ein Produkt, was auch absolut zu dir passt. Alter Ranger, quer durch Kanada unterwegs. Genau, eher im Outback oder Outdoor-mäßig, ein bisschen Nature-mäßig, genau. Das ist natürlich schon was grundsätzlich nicht nur mir, sondern auch allgemein beliebt ist. Und bei der Ranger, da haben wir uns ja für eine sehr rustikale, natürliche, sandgestrahlte Pfeife entschieden, aber auch verbunden mit einem Vintage-Look, der ja eben nicht nur von einer altertümlichen Pfeife herkommt, weil die schon 50 Jahre ist, sondern der wird ja neu erst hergestellt und dieser Vintage-Look muss ja erst kreiert und auch umgesetzt werden, handwerklich. Und das schauen wir uns kurz in einem Arbeitsschritt an. Die Ranger... Also Vintage 2023 in der Landgrabestraße. Vintage neu hergestellt, genau. Und man sieht ja im Prinzip bei der fertigen Pfeife. Die fertige Pfeife ist ja so eigentlich in einer Bicolor-Optik. Das Braun von dem Holz sticht ein bisschen hervor und die grüne Beize.
Und nach dem Beizen schaut die Pfeife einfach nur grün aus. Und dann wird im Prinzip mit einer Schleifscheibe werden die oberen Spitzen der Sandstrahlung leicht weggenommen, also die Beize wird weggenommen, um das natürliche Holz von der Farbe sichtbar zu machen. Und in Verbindung mit der grünen Beize entsteht eben dann diese schöne Bicolor-Optik, sprich das Holz von der Farbe und das Grün. Und das ergibt natürlich dann diesen Vintage-Look und diese attraktive Unterstützung auch von der Maserung, weil auch die dann nicht nur sandgestrahlt ist, sondern farblich besser zur Geltung kommt. Und das sieht man zum Beispiel dann eben bei den fertigen Modellen, da kommt es dann eben sehr gut rüber. Das heißt, im Endeffekt nach dem Beizen wird die nochmal richtig rangenommen und der Vintage-Look 2023 bei der Ranger entsteht. Ranger ist grün, aber das könnte auch eine blaue Pfeife sein. Das geht farblich grenzenlos. Okay. Dann gehen wir grenzenlos weiter. Ohne Flattern auf dem direkten Wege sind wir jetzt angekommen bei einer Mundstücksbiegeanlage. Das hört sich doch schon mal interessant an. Das Ganze hängt mit der Edison, der Pfeifenserie Edison zusammen. Jetzt frage ich dich mal, der Carport-Ring in der Edison ist ja auch schon was Besonderes. Und wie kommt der so schnittig da in die Pfeife zum Schluss rein? Also wichtig ist natürlich, dass man die Pfeife formvollendet, natürlich im Prinzip dem Handel und den Endkunden anbietet. Und je nach Form der Pfeife muss auch im Prinzip das Mundstück angeglichen sein. Der Carbonring ist natürlich bei der Edison eine zentrale, attraktive Applikation. Das wollten wir unterstützen mit eben einer zurückgenommenen, sehr eleganten, zeitlosen Farbe. Aber je nach Kopfform muss auch das Mundstück schnittig, dynamisch zur Pfeife passen. Das ist jetzt nicht nur bei der Edison, sondern auch bei allen anderen gebogenen Formen, dass wir das Mundstück in der Mundstücksbiegemaschine, wie du gesagt hast, eine vollautomatische Maschine, okay, die wir jetzt gleich sehen werden, das Ganze natürlich von der Form hinbringt. Und es ist eigentlich so, die ist gar nicht so monströs, die Maschine, man muss im Endeffekt die Mundstücke erhitzen und das ist bei uns so, dass hier eben Heizstäbe mit eingebracht sind, die dann dementsprechend das Mundstück in Temperatur bringen, um letzten Endes die auch formen zu können. Und dann haben wir bei jedem Modell für jedes einzelne Mundstück eine handgemachte Form, die wir dann für die Biegung verwenden. Das heißt, wenn die Temperatur erreicht ist, kann man eben das Mundstück in diese Biegeform, ein Teil der Biegemaschine, nehmen und eben hier genau der Form entsprechend, dass das zum Kopf passt, mit biegen, und dann wird die eben im Wasser, im kalten Wasser abgestreckt. Das Wasser sollte kalt sein, dann funktioniert es auch besser. Und dann dementsprechend behält das Mundstück seine ursprüngliche Form, was die Form der Pfeife betrifft, und kann dann dementsprechend hier angepasst werden und die Form ist vollendet. Wunderbar. Also jetzt weiß ich auch, wie diese Maschine funktioniert. Und ich bin der Ansicht, wir sind jetzt mit unseren Pfeifen auch schon durch, oder? Ja, und in der Pfeife gehört natürlich auch der passende Tabak. Früher Sommer. Und da würde ich sagen, Peter, den schauen wir uns jetzt an, oder? Okay. Holen wir den Sommer schon mal die Pfeife, ja? Auf alle Fälle. Okay. Bis gleich. Das ist ein Holzträgchen, der versprüht Stärke. Und Stärke haben wir jetzt vielfach auch hier bewundern können in den Ideen, in den Konzepten rund um die Pfeifenserie, die ihr aktuell, Sommer, Frühjahr 2023 auf den Markt gebracht habt und noch bringt in den Fachhandel, letztendlich zum Konsumenten. Der Tabak ist natürlich immer ein wichtiges Ding in diesem Hause, wie du schon gesagt hast, da gehört in der Pfeife, und mit dem wollen wir natürlich auch viel Freude und viel Spaß haben. Ja, der Sommer steht vor der Tür, er blinzelt schon ab und zu rein, und dieser Tabak hat eigentlich so eine richtig schöne Ausstrahlung, richtig Sommer. Ja, ich meine, so einen arbeitsreichen Tag, wie wir beide jetzt in unserer Produktion gehabt haben, da glaube ich, darf man sich schon mal eine Pfeife anzünden nach so einem arbeitsreichen Tag. Und ich sage mal, Frühjahr, Sommer, du hast es angesprochen,
Wir möchten natürlich auch in unserer aktuellen Frühjahrsserie den Tabak auch mit ergänzen, mit einem ähnlichen Charakter. Und wir haben uns ja hier auch wieder für die diesjährige Tabakkollektion eine Riech- und Schmeckprobe vorbereitet. Du riechst es ja von der Raumnote schon. Ich darf es dir kurz auch nochmal zum Riechen geben. Ich habe ihn ja schon genießen dürfen. Wir haben ihn ja vorher auch schon gemeinsam probiert. Also kommt viel Frucht rüber, die Wassermelone hat man auch richtig, obwohl als ich das gelesen habe ich gedacht, kann man gar nicht riechen, kann man nicht schmecken, aber ganz dezent, wunderbar kommt dieser Geschmack rüber. Also es ist im Prinzip eine Tabakmischung, ein Blend, der mit einem braunen, schwarzen Cavendish beginnt, mehr oder weniger, und mit einem braunen oder goldenen Virginia kombiniert wird. Und der Blend, der Tabakblend, auch die Zusammensetzung ist natürlich die Basis. Ganz wichtig, finde ich, ist immer, dass die Aromen, die verwendet werden, zu dem Blend, zu der Tabakmischung passen. Das muss genauso harmonieren wie die einzelnen Tabake. Und das, wenn man wirklich mit einem guten, hochwertigen Aroma und einem hochwertigen Tabak kombiniert, wie es eben zusammenpasst, kann man dementsprechend auch so einen milden, frischen, fruchtigen Sommertabak rausbringen. Und unser Summerblend, der eben als Top-Flavor eben dieses Wassermelone-Thema aufgenommen hat, harmoniert meines Erachtens mit den verwendeten Tabaken, mit dem Blend sehr, sehr gut und hat nicht nur eine sehr gute Raumnote, sondern ist auch sehr mild und sehr angenehm zu rauchen. Und wie gesagt, nach so einem arbeitsreichen Tag keine schlechte Wahl, würde ich sagen. Ja, Raumnote, ein wichtiges Thema, hast du aber schon angesprochen. Raumnote brauchen wir natürlich draußen dann nicht so, wenn wir am Grill sitzen oder wo immer, die Füße hinstellen und das Gläschen vor uns haben. Also, da kann man nur sagen, der Tabak muss mit dazu, die Pfeifen kann man reichlich auswählen. Schlusswort von dir. Auf geht's zur Grillsaison, würde ich sagen, mit einer guten Pfeife, vielleicht einem Hopfengetränk oder wie auch immer, einen guten Wein. Ich denke, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Starten wir in den Sommer.